Willkommen zu Frieden, Recht und Freiheit. Heute möchte ich über Musik reden. Wir alle müssen ja lernen, friedlich miteinander umzugehen in der Gesellschaft und auf der ganzen Welt. Und ich glaube, die Musik kann da ein wertvolles Mittel sein. Ich wollte Ihnen 2 Beispiele zeigen. Eines spielt in den dunkelsten Zeiten der Geschichte, 1939, wie die Nazis Polen überfallen haben, Warschau besetzt haben und dort die Juden in einem Ghetto leben mussten, gab es also eine wahre Geschichte von einem polnischen Pianisten, Władysław Szpilman, der sich versteckt hat, um sein Leben fürchten musste, aber dann in einem Versteck also übte. Angeblich spielte er die Mondscheinsonate. Und dann entdeckt wurde von einem deutschen Offizier, dem Wilhelm Hosenfeld. Das ist also eine wahre Begebenheit. Er hat ihn nicht erschossen, er hat ihn nicht eingesperrt, sondern ihn also versorgt und versteckt. Ja, und diese Geschichte beschreibt also dieser Film. Ja, und ich glaube, die Musik ist die Sprache der Emotionen, ist die Sprache der Humanität. Und die Menschen, die noch Humanität hatten in den dunkelsten Zeiten, die waren eben auch empfänglich für Musik. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die wir aus dem Film mitnehmen können. Und Musik ist auch eine Sprache für alle. Die wird von allen Völkern verstanden, die muss man nicht übersetzen. Ja, und natürlich muss man hier erwähnen Daniel Barenboim, den berühmten Pianisten und Dirigenten, mit seinem Friedensorchester Westöstlicher Divan. Das besteht aus israelischen und palästinensischen Jugendlichen, die zusammen Musik machen. Und natürlich würde man sich gerade heute wünschen, dass solche Initiativen wieder mehr Wirkung haben. Die weitere Geschichte, die ich also erzählen wollte, ist die von Van Cliburn, einem jungen Texaner, einem Pianisten, der 1958 den Tschaikowski-Klavierwettbewerb in Moskau gewonnen hat. Er spielte also Tschaikowskis erstes Klavierkonzert in B-Moll. Das Publikum war begeistert, die Jury war beeindruckt, hat sich also zum Preisträger mit der Goldmedaille erkoren. Und dann, ja auch rührend, Van Cliburn wendet sich dann auf Russisch an das Publikum und spielt Moskauer Nächte, einen ganz bekannten Schlager damals. Und die Menschen jubeln ihm zu, nicht nur in Moskau, sondern auch in Amerika, wo er dann triumphal heimkehrt. Und man muss sich klar machen, das ist also die Zeit des Kalten Krieges, wo die militärischen Spannungen auf der Spitze waren. Beide Mächte haben ihre Atomwaffenarsenale ausgebaut. Und trotzdem war so eine Botschaft des Friedens durch die Musik möglich. Das Time-Magazin hat dann getitelt, der Texaner, der Russland eroberte, und man fragt sich und müsste sich vielleicht auch heute fragen, wäre das nicht eine bessere Art, Länder zu erobern? Angeblich saß sogar Nikita Chruschtschow, der damalige Staatschef der Sowjetunion, im Publikum. Man fragt sich, warum ist heute sowas nicht möglich? Kann nicht der amerikanische Präsident einem russischen Pianisten zuhören oder hat ein russischer Präsident einen amerikanischen Pianisten? Wäre dann nicht die absurde Idee, dass man Krieg führt, ein bisschen weiter entfernt? Ja, und Van Cliburn zog sich dann lang zurück von der Musik. Sein Vater starb und sein Trainer ebenfalls. Und den ersten Auftritt, den er dann nach ganz, ganz langer Zeit wieder absolvierte, war 1987 vor den beiden Staatschefs Ronald Reagan, der Präsident, und Michail Gorbatschow. Ja, und Sie sehen, er spielt hier und die Leute erheben sich. Es war übrigens zum Anlass der Unterzeichnung des Startvertrages, eines der letzten Rüstungskontrollverträge, die inzwischen gekündigt wurden. Ja, ich glaube, Musik ist eine Sprache, die alle verstehen, alle lieben können. Eine Sprache der Zivilisation, eine Sprache der Humanität, die wir unbedingt alle zusammen weitersprechen sollten. Und deswegen, wenn man jetzt in einem vielleicht verständlichen Ärger auch alle kulturellen Beziehungen abbricht, Musiker in die Länder nicht mehr reisen dürfen, nicht mehr spielen dürfen, nicht mehr die Botschaft der Musik verbreiten können, dann ist das der falsche Weg.
erhalten wir uns die Sprache der Musik. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm bitte einen Daumen nach oben, abonnieren Sie den Kanal und lassen am besten gleich sich benachrichtigen von der Klinik. Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner. Ehren wir die Freiheit, arbeiten wir für den Frieden, halten wir uns an das Recht, schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge.